Viren und RNA, wie man die Menschheit krank macht. Ein kleines Zwischenthema, bevor ich meinen zweiten Teil zum Thema Gesundheit veröffentliche. Da bin ich jetzt fast fertig. Ich brauche nur noch das Thema Herz-Kreislauf-System. Aber eine große Lücke gab es irgendwie bei diesem ganzen Gesundheitsthema. Das wollte ich mit diesem kleinen Zwischenvortrag hier einmal abfangen. Und wir fangen auch direkt an. Hier rechts sieht man einmal eine Übersicht. Das könnt ihr euch gerne pausieren und einmal durchlesen, wenn ihr wollt. Das links jetzt hier als Text einmal nur kurz grob zusammengefasst, was hier wichtig ist. Was ist denn überhaupt Gift? Also die meisten Toxine basieren auf Proteinen und Peptiden. Daher gibt es keinen speziellen Mechanismus des Immunsystems, der wie bei Bakterien oder Parasiten anspringt. Sie können Zellmechanismen blockieren, die Proteinsynthese stören, Zellmembranen zerstören, Enzyme manipulieren oder Signalwege blockieren. Wir sehen hier also ganz klar, dass diese Toxine auf vielfältige Weise in den Organismus eingreifen können und diesen schädigen können. Dann kommen wir zum Thema, was ist ein Virus? Denn es gibt verblüffende Ähnlichkeiten zwischen in der Natur vorkommenden Toxinen und einem Virus. Da habe ich links mal den Aufbau eines Virus aufgezeigt, nämlich einmal der gelbe Kern, das ist die Nukleinsäure, die sogenannte RNA, und drumherum in Orange sozusagen eine Proteinhülle. Ja, was ist die RNA? Die RNA befindet sich im Inneren des Virus und kann Wirtszellen umprogrammieren und sich dadurch vervielfältigen. Die Proteinhülle ist der schädliche Teil des Virus. Je nach Proteinaufbau und Struktur kann dieser vielfältigen Schaden im Körper anrichten. Hier müssen wir ganz klar sagen, diese Proteinhülle kann auf zwei verschiedene Arten schädlich wirken, nämlich einmal durch dieses Protein selbst, wenn es dann mit dem Körper interagiert, aber auch die Oberflächenstruktur eines Proteins ist sehr entscheidend. Nehmen wir hier jetzt mal an, ein Virus mit stacheliger Oberflächenstruktur, sogenannten Spikes, kann zum Beispiel Thrombosen, innere Blutung und Aneurysmen verursachen, ohne dass der Proteinanteil selber bisher irgendeine Wirkung hatte, also wirklich nur die Struktur. Macht ja Sinn, wenn er da so ganz viele Stacheln dran hat, dann kann er sich an die Oberfläche von Schleimhäuten zum Beispiel haften, kann sich da dann auch aneinander haften und Thrombosen bilden, oder wenn er da dran rumratscht wie eine Klinge sozusagen, innere Blutungen dann verursachen und Entzündungen und im schlimmsten Fall sogar dann ein Aneurysma auslösen, das dann wirklich zu massiven inneren Blutungen und Tod auch führen kann. Ja, ich sage kann, es kommt ja darauf an, wie viel davon wirklich im Körper umherschwirrt. Dann schauen wir uns einmal die Proteinsynthese an. Einige kennen die Folie vielleicht aus einem meiner anderen Vorträge. Da haben wir die DNA. Das ist quasi unser Zellkern, der den sozusagen Masterplan für alles, was bei uns im Körper passiert, enthält. Wenn jetzt am Ende so ein Protein dabei rumkommen soll, dann geht quasi der Auftrag bei der DNA ein und die sagt: „Alles klar, hier hast du deine mRNA.“ Das ist sozusagen die benötigte Kopie eines Teils der DNA. Also nicht die ganze DNA, sondern nur ein kleiner Teil, der halt benötigt wird, um jetzt dieses Protein herzustellen. Dieser Bauplan, diese mRNA geht jetzt zu den Ribosomen, die sogenannte Fabrik, also unsere Proteinfabrik. Gleichzeitig schickt dann die DNA sozusagen die tRNA los, die dann in der Zellflüssigkeit im Zytoplasma Aminosäuren einsammelt, auch zu den Ribosomen bringt, und da wird das Ganze dann zusammengebaut zu einem Protein. Beziehungsweise nicht einfach nur irgendein Protein, sondern das halt angefragt wurde. Und aus diesem Protein wiederum können dann nachher Hormone, Enzyme, Teile des Immunsystems, Teile von Zellen, Zellmembranen und so weiter werden. Ja, wie funktioniert das Ganze bei einer Virusinfektion? Da haben wir jetzt nicht mehr diese mRNA, sondern da schleust sich jetzt diese Virus-RNA ein, anstelle der Kopie sozusagen aus der DNA, geht zu den Ribosomen. Dann wird gesagt: „Alles klar, was brauchen wir, um das zusammenzubauen?“ Dann kommt wieder die tRNA, sammelt wieder die Aminosäuren dazu zusammen und dann bastelt der eigene Körper ein neues Virus. Ein Virus befällt die Zelle und reproduziert sich so oft,
bis die Zelle von innen heraus platzt. Daraufhin werden wieder andere gesunde Zellen befallen. Wie effektiv ein Virus Zellen infiltrieren kann, hängt auch von seinem gesamten Aufbau und seiner Zusammensetzung ab. Also nicht alle Viren sind gleich gut da drin, diese Zellmembran zu durchdringen und dann in der Zelle natürlich auch entsprechend sich zu vervielfältigen. Wo kommt denn so ein Virus überhaupt her? Ich habe das ja schon in anderen Vorträgen so ein bisschen angeschnitten, aber was mir in meinem zweiten Teil, der demnächst kommt, definitiv auffällt, ist, es gibt keinen Mechanismus in unserem Körper, der eine direkte Antwort auf Viren bietet. Entsprechend müssen wir auch davon ausgehen, dass Viren nicht natürlichen Ursprungs sind. Ergo handelt es sich, wie Patente über die Welt verteilt dann auch nahelegen, um eine Biowaffe aus Menschenhand. Also ja, Viren sind allesamt von Menschen hergestellt worden. In Anbetracht der Anzahl an Viren, die es mittlerweile auf der Welt gibt, kann man hier wirklich nur sagen, geisteskrank. Was ist das Problem allerdings mit so einem Virus? Ein Virus kann auch den Erfinder und Hersteller befallen. Er kann sich im Prinzip völlig unkontrolliert vermehren, weshalb meist nur schwache Viren in Umlauf gebracht werden, also schwachpotente Viren sozusagen. Man könnte es auch Projekt Darwin nennen, da Viren insbesondere alte, schwache und Kranke dahin raffen, die für die Wirtschaft keinen Nutzen mehr haben und die Sozialsysteme entlasten, wenn sie aus dem Leben scheiden. Also sobald ein Mensch keinen Nutzen mehr hat, wird hier so ein Virus in Umlauf gebracht, permanent natürlich, um halt die alten, Schwachen und Kranken dahin zu raffen, weil, ja, was nutzen die den Reichen und Mächtigen noch? Gar nix. Ja, wenn die nicht mehr ihre Sklavenarbeit verrichten können, dann werden die halt eben aussortiert. Ja, man möchte ja auch das Sozialsystem entsprechend möglichst schmal halten. Man braucht das Sozialsystem nicht, um Leute aufzufangen, sondern um halt einen Maulkorb zu haben. Denn Leute, die im Sozialsystem sozusagen, sich eingenistet haben, die sind dann nicht ganz so widerstandsfreudig wie Leute, die vielleicht dann gegebenenfalls auf der Straße sitzen. Das heißt, das ist 'n Maulkorb. Es geht hier nicht bei Sozialsystemen darum, dass du irgendwie gut versorgt bist. Du kriegst einfach nur das absolute Minimum, damit du halt schön die Klappe hältst und nicht gegen die Obrigkeit rebellierst. Ja, mRNA-Kampfstoffe als Alternative. Vergleichen wir das Ganze mal. Also ein Virus erstens muss infektiöse Eigenschaften haben, um sich zu verbreiten und zu wirken. Zweitens kann den Verursacher ebenso in Mitleidenschaft bringen. Drittens muss über Aerosole oder Schmierinfektionen heimlich verbreitet werden und ist schwer zu handhaben. Ist ja klar, wenn du so 'n Kanister da irgendwie hast mit, Viren, die du in Umlauf bringen willst, musst du ja immer aufpassen, dass du dich selbst nicht damit infizierst, ne? Das ist dann wieder so Punkt 2. Bei mRNA-Impfstoffen sieht das Ganze anders aus. Und zwar kann man das jetzt erstens direkt injizieren. Es muss auch nicht zwangsweise infektiös sein, sondern es wirkt tatsächlich nur in den Personen, die man injiziert hat. Der Anwender gefährdet sich nicht selbst. Es ist einfach und günstig in der Herstellung, da nur der Bauplan für die Proteinsynthese benötigt wird. Ja, beim Virus, da muss man noch all mögliche Sachen züchten und das ist schon deutlich komplizierter. Also es ist günstig und sicher im Vergleich zu einem Virus. Dann eine kleine Analyse zum Thema mRNA-Kampfstoffe. Ja, ein mRNA-Kampfstoff kann im Körper, ähnlich wie ein Virus, durch Umprogrammierung der Proteinsynthese eine Kaskade im Körper des Infizierten auslösen. Dabei wird der Körper zu einer regelrechten Fabrik dieses Kampfstoffes, den er in sich selber generiert. Es ist das größte bisher geschehene Verbrechen, zumindest was die Anzahl der Opfer angeht, welches bisher dokumentiert wurde. Es gibt natürlich noch ganz andere geisteskranke Sachen. Deswegen kann ich hier nicht sagen, es ist das größte Verbrechen, weil wir wissen alle, was mit Blutritualen und Kindern und so gemacht wird. Aber was die Anzahl der Opfer angeht, dürfte das ja alles andere definitiv in den Schatten stellen. Ja, es wird jedem empfohlen, sich nichts von Schulmedizinern spritzen zu lassen, da diese in eigener Unwissenheit handeln und so zu den eigentlichen Tätern werden, im vermeintlichen Glauben, etwas Gutes zu tun. Nichtsdestotrotz, wie es so schön heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Jeder Arzt hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren, zu prüfen und nach bestem Wissen und Gewissen
derartige Handlungen unterbleiben zu lassen. Leider sind viele gerade wegen des schnellen Geldes auf diesen Zug aufgesprungen. Ja, das wundert mich auch immer gerade diese ganze Christenheit hier auf Erden, denn selbst die Bibel, die auch der Schlange entsprungen ist zu großen Teilen, warnt ja nun bereits vor eben jener Schlange in unserem Paradies hier auf Erden. Deswegen kann ich nur noch mal dazu mahnen: Achtung vor der Schlange oder wie es so schön heißt auf Englisch: „Beware the snake“.